Gegrüßet seid ihr. Mein Name ist Georg von Blockstern, Raubritter in der 12. Generation. Eigentlich bin ich heute mehr Bauer als Ritter. Bin landlos, das ändert sich aber heute. Mein neuer Lehnsherr aus Dänemark hat es möglich gemacht, dass ich mir endlich wieder eine eigene Burg leisten kann. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name... Man kriegt in diesen Helm einfach keine Luft. Mein Name ist Georg von Blockstern und dank meinen neuen Herren aus Dänemark habe ich nun endlich wieder eine eigene Feste nach etlichen Jahren in der Verbannung. Die soll in der Nähe eines Waldes liegen und heißt daher Castle in the Forest und hat die Postleitzahl 910001. Soll aus über 1900 Steinen bestehen und ich habe hier wohl 6 Untertanen auch noch. Ich bin sehr gespannt. Vielen lieben Dank, meine neuen Oberherren aus Billund. Da haben wir es auf dem Bautisch. Die erste Bestellung auf meinem Kanal vom Bricklink Designer Programm aus 2021, logischerweise die 910001 oder auch die 910.001, das Castle in the Forest, designed by Povok. Das ist ein französischer Designer, 37 Jahre ist er alt und heißt Daniel. Den Link zu seiner Ideas-Seite bei Lego findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und der Herr mag das Mittelalter-Thema genauso wie ich. Und deswegen war es für mich außer Frage, dieses Set mir zu kaufen. Es gab ja auch noch tolle andere Sets, aber für mich war wirklich hier der Fokus auf diese Forestman-Burg, nenne ich sie mal. Wir haben ja hier wirklich eine schöne Hommage an alte Lego-Sets, gerade die Forestman-Sets. Also gerade dieser Teil hier erinnert mich an ein altes Set, was ich besaß. Und natürlich haben wir hier meine heißgeliebten Black Falcon Knights. 6 Minifiguren und ich glaube, an jeder Ecke wird es da eine Überraschung geben. Ich freue mich richtig zu bauen, möchte euch jetzt aber erst einmal den Karton zeigen. Ihr seht es von vorne hier ganz oben Bricklink, unten schon die Daten, die ich euch erzählt habe und logischerweise ist das 18+. Schauen wir uns das hier oben an. Hier haben wir die Anbieterkennzeichnung, nochmal den Setnamen in vielen verschiedenen Sprachen und wie es sich gehört, eine Minifigur im Maßstab 1:1. So muss das sein, sonst wäre es kein Klemmbaustein-Set. Schauen wir uns die Rückseite an und da funkelt uns gleich hier dieser schöne Aufkleber zu, der uns sagt, das Set ist ganz neu, es ist noch wirklich vakuumverpackt, es atmet quasi noch hier, seht ihr jetzt, ich liebe das. Hab ein bisschen Angst, es gleich durchzuschneiden, aber dieses Set muss einfach gebaut werden. Dann haben wir hier auch die Unterseite, da steht auch nur nochmal der Name vom Designer und wie das Set heißt und sonst haben wir hier weiße Pracht halt ganz einfach, während wir hier schwarze Pracht haben, so ein paar Ornamente, also ganz schlicht, aber warum auch nicht. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch ganz schlicht einfach nur die Steine, die Bricks so angedeutet. Ja, ich weiß nicht, was in so einem Karton drin steckt. Ich habe noch nie ein Set aus dem Bricklink Designer Programm geöffnet. Das machen wir jetzt. Ich hoffe, mir gehen jetzt hier keine Euros flöten. Ach, ist mir auch egal. Ich habe einfach Spaß, dieses Set jetzt zu bauen. Butterweich kann ich hier durchschneiden, durch diese Siegel. Und dann schauen wir mal. Da steht auch noch was drauf. Seht ihr? Bricklink Designer Programm 2021. Und jetzt klappen wir es auf. Ihr dürft, ihr dürft als erstes reinschauen. So, ich muss zurückklappen, damit ich es auch sehe. Da haben wir die Karte dazu. Die Anleitung bekommt man ja quasi, wie man das bei anderen Herstellern auch kennt, per QR-Code. Finde ich ganz cool. Also hier baut man digital. Und jetzt muss ich den Karton mal ein bisschen drehen. Wir haben hier Tüten. 1, 2, 10 ist die höchste Nummer bis jetzt. Also gehe ich mal davon aus, dass wir hier 10 Bauabschnitte haben. Ich schaue mal ganz kurz. Ach, da liegt auch noch die 12, also haben wir 12, das ist die höchste Nummer. Ja, 12 und ein kleiner Stickerbogen
wirklich nur ein sehr kleiner Stickerbogen. Das gefällt mir. Das heißt aber auch, wenn ich das richtig sehe, dass wir die Schilder hier bekleben müssen. Das finde ich nicht so schön. Ich mache mir jetzt aber den Spaß. Ich zähle mit euch ganz kurz einmal die Tüten. Ihr hört es dann im Speed vorlesen quasi. Würde mich mal aber interessieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Tüten. Da sind wir wieder bei der 12. Freunde, ich schnappe mir jetzt ein Gerät, ein iPad oder irgendein PC und lade mir die Anleitung runter und dann mit mir hier auf dem Bautisch würde ich euch einladen zu bauen. Lauscht meinen Fakten, habt Spaß. Speedbildzeit ist Faktenzeit und wenn wir eine Burg bauen, dann drehen sich unsere Fakten natürlich rund um das Thema Mittelalter. Und hier versuche ich die ganze Bandbreite von Früh- bis Spätmittelalter für euch abzudecken. Und daher fangen wir gleich mal mit dem Frühmittelalter an. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, ob wirklich alle Wikinger Helme mit Hörnern trugen? Das einst populäre Bild des Wikingers mit Hörnerhelmen ist aber historisch nicht ganz korrekt. Es ist eine Legende. Die wenigen Funde von Hörnerhelmen und Statuetten mit Hörnern an den Helmen aus der nordischen Bronzezeit zeigen, dass es sich eher um rituelle Gegenstände handelte. Diese Funde haben jedoch absolut nichts mit der Wikingerzeit zu tun, da diese zwischen 800 und 1050 nach Christus liegt, also rund 2 Jahrtausende später. Da war die Bronzezeit schon lange vorbei. Habt ihr auch schon mal was von den Kreuzzügen gehört und habt euch gedacht, was soll das überhaupt und wofür waren die überhaupt gut? Naja, sie waren für nichts gut so richtig, brachten aber ziemlich viel Menschenleid. Insgesamt starben durch die Kreuzzüge wohl etwa 22 Millionen Menschen. Es gab insgesamt 7 Kreuzzüge zwischen 1096 und 1272. Die Kreuzzüge des christlichen Abendlandes waren strategisch, religiös und wirtschaftlich motivierte Kriege, die sich meist gegen muslimische Staaten im Nahen Osten richteten. Ein Kreuzzug konnte nur durch den Papst als Vertreter Gottes ausgerufen werden. Es war notwendig, dass ein gerechter Kriegsgrund vorlag, wie etwa die ungerechte Behandlung von Gläubigen, und der Krieg musste für gute Absichten, wie etwa die göttliche Liebe, geführt werden. Habt ihr gewusst, dass selbst bei Hochadligen die Ritterwürde nicht selbstverständlich war? Daher wurde diese manchmal gegen Zahlung einer erheblichen Summe erkauft. Die meisten Adligen waren jedoch keine Ritter, sondern häufig aus familiären Gründen und finanziellen Gründen nur sogenannte Edelknechte. Besonders bei Turnieren wurde zwischen Rittern und Edelknechten unterschieden. So durften Ritter 3, Edelknechte allerdings nur 2 Pferde mit auf den Turnierplatz nehmen. Gelegentlich wurden sogar sehr tapfere, nicht adlige Kriegsknechte zu Ritter geschlagen. Das war aber meist nur symbolisch, da den meisten Knechten die finanziellen Mittel fehlten, um die Ritterwürde dauerhaft anzunehmen. Habt ihr auch gewusst, dass die meisten Schwerter im Mittelalter gar nicht scharf waren, sondern eigentlich eher dazu da waren, um Knochen zu zertrümmern? Und wenn wir schon bei martialischen Tötungsinstrumenten sind, habt ihr gewusst, dass man, um einen Armbrustbolzen abzuschießen, die Armbrust fast 5 Minuten laden musste, also nicht laden, sondern eher spannen, und dass, wenn aber so eine Armbrust abgeschossen wurde, diese fast 3 Rüstungen durchschlagen konnte? Dies aber auf eine Entfernung von ca. 100 Meter. Und habt ihr gewusst, dass so eine durchschnittliche Ritterrüstung 40 Kilo gewogen hat? Bemerkenswert ist auch in diesem Zusammenhang, dass man als Ritter schon mit 14 Jahren erwachsen war und in den Krieg ziehen durfte, sich seine 40 Kilo schwere Rüstung aber nicht alleine hat anlegen können. Ja, Freunde, das waren jetzt ein paar gesammelte, komprimierte Fakten über das Mittelalter, zusammengetragen aus diversen Quellen aus dem Internet, wie zum Beispiel der Frankfurter Neuen Presse oder dem Poltech Magazin. Viel Spaß jetzt beim eigentlichen Review.
4,5 Stunden und 1957 Steinchen später ist das Forest Castle, das Castle in the Forest, fertig. Das Bricklink Designer Programmset vom lieben Povak aus Frankreich. Eine absolute tolle Leistung. Ich habe zwar den Entwurf gesehen, den ursprünglichen, der etwas dunkler, etwas abgeranzter aussieht, aber ich finde, das hier ist eine tolle moderne Umsetzung dessen, was es sein soll, nämlich eine Hommage an die Forestmen der Mitte der 80er Jahre Ritter-Serien. Also ein tolles Set. Wir haben nämlich hier 3 verschiedene Sets der Forestmen vereint. Wir haben hier in der Mitte nämlich das Forestman Wasserschloss oder Water Castle. Wir haben hier den getarnten Außenposten und wir haben hier den Außenposten. Beide Sets, links wie rechts, hatte ich als Kind sogar, beziehungsweise meine Schwester. Meine Eltern haben es nämlich ganz clever gemacht. Ich habe die Ritter bekommen und meine Schwester die Forestmen. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass ich meine Schwester ganz oft mit meinen Rittern überfallen habe und, wie es sich gehört, später die Außenposten auch geschliffen habe. Heißt, auseinandergebaut, und die Steinchen liegen jetzt in meinem Kinder-Lego-Sammelsuriums-Boxchen. Ich habe so eine Kiste, wo meine alten Kinder-Lego-Steine drin sind. Dieses Set ist wirklich der Hammer. Ich habe am Ende ja immer so eine Bauchbinde, wo ich schreibe, wie lange ich gebaut habe, was Top ist, was Flop ist. Und hier werde ich einfach nur, weil es mir sonst nichts einfiel, als Flop Sticker sagen. Weil ein 18 Plus Set mit Stickern ist, ja, kann man sich drüber streiten. Wobei ich sogar sagen muss, eigentlich ist es auch kein Flop, denn wenn ich meine alten Forestmen angucke und mir hier das Schild angucke, dann kann man es gar nicht mehr lesen. Da wäre mir ein Sticker wahrscheinlich auch lieber gewesen, der hätte wahrscheinlich länger gehalten. Wobei, das ist jetzt zweimal wahrscheinlich, hätte Fahrradkette. Also, ich schreibe hier später nur Sticker drauf, weil mir sonst nichts einfällt, weil ich von diesem Set restlos begeistert bin. Das Ursprungsdesign ist zwar etwas düsterer, etwas dunkler, müsste man nach googeln, aber mir gefällt das hier richtig gut. Es ist halt modern mit den Lego-Steinen von heute, mit den Farben richtig gut umgesetzt und das Lego etwas farbenfroher macht als bei anderen Sachen, das ist ja auch klar. Die letzte, glaube ich, etwas abgeranzte Serie Hidden Side wollte ja keiner kaufen. Deswegen bin ich mit diesen Farben hier völlig d'accord. Ich habe ja gesagt 1957 Steinchen, aber eigentlich sind es fast 2000, denn ich habe eine riesengroße Anzahl an Steinchen über, richtig Hammer. Und der Teilchentrenner ist auch so gut wie nicht benutzt, weil ich gar nichts an der Bauanleitung zu mängeln hätte. Ich habe mich ganz selten mal verbaut und wenn, dann konnte ich es immer mit den Fingern wieder gerade biegen. Also wir haben hier bestimmt locker über 2000 Teile. Dafür vielen lieben Dank. Ja, nochmal zu sagen, ich habe ja gesagt, das ist eine Kombination aus alten Sets von Lego, also die Forestman-Geschichten, die wir hier vereint haben. Wir haben hier die 6054, den Forestman Hideout. Wir haben hier die 6077, Forestman's River Fortress. Und wir haben hier die 6066, den Camouflaged Outpost. Und alles hat auch irgendwie Funktionen, die wir so hatten bei den Forestmen. Ich werde euch am Ende dieses Reviews hier, dieser Besprechung, nochmal ein paar Detailfotos zeigen, weil mit meiner Kameraperspektive ich hier das gar nicht alles so hinbekomme, wie ich es euch gerne zeigen würde. Ob es die Figuren sind oder die vielen Easter Eggs. Denn dieses Set hat ganz viele Easter Eggs. Erstmal, ich halte es mal ein bisschen schräg in die Kamera, ich hoffe, dann kann man es besser sehen. Sieht es einfach toll aus. Eine tolle Kombination, es sieht super aus, die Farben gefallen mir. Es hat alles, was so ein Ritterburgen-Set braucht, nämlich an Geheimverließen, an Ranken, an Seilen, an Zinnen, an verschiedenfarbigen Steinchen, die ganz tollen Brick-Steinchen von Lego hier, die 1x2er in den verschiedenen Farben, ob es Dark Tennis oder ein Light Bluish Grey oder ein Dark Bluish Grey, ist richtig super. Wir haben auch ein Falltor, was wir schön runterlassen können, was zu so einer Burg gehört. Wenn wir hier oben nämlich diesen Haken hier ziehen, zack, geht das Tor auch runter. Das ist nur eine Kleinigkeit. Wir haben hier eine Falltür. Wir haben innen drinne eine Falltür. Ich ziehe sie mal, ich zeige es euch gleich nochmal richtig. Da fällt sie runter, ihr habt es gar nicht richtig gehört. Und wir haben hier einen Geheimgang, der über eine Treppe in den Kamin führt. Und wir haben hier drinnen zum Aufklappen auch noch eine geheime Schatztruhe. Also wir haben hier sehr viele kleine Easter Eggs. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Machen wir es doch einfach. Wir
ja, klein und fange mit den Minifiguren an. Ich ziehe es mal kurz zur Seite und zeige euch mal hier den Bauern. Auch eine Hommage an die alten Minifiguren der ja, Red Pack oder Wolf Pack oder halt auf Horseman-Serie. Als Pendant packe ich euch mal hier den alten Bauern aus dem Battle Pack zusammen. Da seht ihr also hier die Weiterentwicklung. Finde ich richtig cool. Da hat sich der Designer richtig Gedanken gemacht. Und vor allen Dingen gerade die neuen Minifiguren mit bedruckten Gesichtern und mit Koteletten hier zum Beispiel wie ihn, finde ich richtig cool. Also ein richtig toller Bauer oder Bauerkämpfer, je nachdem wie man es nennen möchte. Oder ist es sogar ein Kampfmönch, ich weiß es gar nicht. Dann haben wir hier eine Kämpferin, der Forestman, mit so einem schönen Hemd, wie ich es bei meinem Intro anhatte, oben mit so einer Schleife geknöpft. Richtig cool, schön bedruckter Torso oben, dieses grün-weiße. Die Hose ist einfach nur ganz normal grün. Und die Rückseite ist auch am Oberkörper hier noch bedruckt. Man sieht die Falten. Ich glaube, sie hat sogar ein Wendegesicht. Nee, hat sie nicht, aber richtig schön. Die Farbenpracht passt fast zu meiner Freundin. Man könnte sagen, ich habe hier eine ja, Forestman Warrior Header. Ja, packen wir zur Seite. Pfeil und Bogen ist klar. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Kämpfer, auch mit schön bedrucktem Torso in so Weinrot Bordeaux. Auch hier ist die Rückseite ein bisschen bedruckt. Wir haben hier vorne diese Knopfleiste und diese ja, Dark Tan Hose, auch ein tolles Minifigürchen. Das sind unsere 3 Forestmen, beziehungsweise haben wir hier auf dem Floß, das auch grandios ist, noch jemanden, der ein Forestman Schild hat an der Tonne, aber vom Torso her bedruckt eher aussieht wie so ein Pirat oder ja, wegen diesem Rüschenhemd und den aufgeknöpften Brustteil. Auch das Gesicht sieht sehr piratenmäßig aus, so mit der Augenklappe, aber so Bösewichte, so Schmuggler, und das soll er wahrscheinlich sein, die brauchen natürlich eine Augenklappe. Auf der Rückseite sehen wir halt auch hier diesen Riemen für das Schwert, also richtig toller bedruckter Torso, auch so eine dunkelbeige Hose. Ich denke mal, es ist ein Schmuggler, weil wir haben ein Fass, wir haben ein Schwert da drin und dieses Floß hat richtig Spaß gemacht zu bauen. Ihr seht es vorne, diese 1x1 Round Tiles bedruckt mit dieser Holzmaserung. Ein richtig tolles kleines Floß. Auch eine Hommage, denn bei diesen Sets gab es auch so ein Floß. Richtig cool. Also schon ein gebautes kleines Easter Egg, weil es halt wirklich zu dem Forestman passt. Mein Highlight ist aber wirklich hier die kleine ja, Scharschaft, die kleine Rotte, der Falkenritter, der Black Falcon Knights. Schaut sie euch an, diesen Herrn hier, diesen Fußsoldaten nenne ich ihn mal. Richtig cool, schönes Gesicht. Dieser bedruckte Torso, den kennen wir ja schon von der Schmiede. Richtig nice. Und dann auch das neue Schild, schön in silberschwarz. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und auch hier haben wir die Rückseite bedruckt. Im Vergleich habe ich mal hier einen normalen von damals genommen. Auch toll, ich liebe diese Figuren, die sind super, aber das ist eine schöne Weiterentwicklung, weil man hier auch dieses Kettenhemd unten durchschimmern sieht. Ich habe mir extra fürs Intro ja auch eins besorgt, so ein Fake-Kettenhemd. Das spiegelt das ein bisschen wieder, richtig cool. So, der muss zur Seite. Und Highlight für mich, weil ich hatte noch keins, diese neuen Pferde von Lego, wo wir hier hinten ja das so zusammenklappen können. Also er kann galoppieren und über Stock und Steinchen springen, dieser Gaul. Richtig cool. Und vor allen Dingen richtig cool ist auch dieser gebaute Sattel. Das kannte ich so auch noch gar nicht. Wie gesagt, ich habe halt so ein Pferd noch nicht besessen. Ich habe nur die alten Pferde. Und ich finde das cool, dass wir hier mit diesen Steinchen und mit den Barren quasi den Sattel dann bauen. Wo wir halt auch eine schöne Tjoststange dran haben mit einer Fahne, die bedruckt ist. Nicht, sondern mit Aufklebern, finde ich aber hier ganz gut, denn, bups, so kann man sich vielleicht bei Bricklink diesen Stickerbogen nochmal besorgen oder den selber drucken lassen. Es gibt ja mittlerweile ja einige, die das custommäßig herstellen, denn so eine bedruckte Fahne von den Adlerrittern, die kriegt man heute ganz schwer für viel Geld bei Bricklink, wenn sie nicht auch kaputt ist. Meine sind alle hier irgendwann gebrochen, ähnlich auch bei den Satteln. Und was ich auch cool finde, ist, dass wir hier natürlich wieder ein Ersatzsteinchen haben, beziehungsweise 2 sogar, dass wir das Pferdchen, den Gaul, den Klepper auch ganz normal als Pferdchen benutzen können. Dann zwar trotzdem immer noch mit Zaumzeug, aber trotzdem können wir unser Pferdchen so hier auch privat, zivil benutzen, es freilassen. Fury Lauf, nee, kleiner Spaß. So, jetzt bauen wir den Sattel hier wieder dran, das finde ich gut. Ich habe wirklich so ein Pferd nicht gehabt. Ich kenne nur die alten. Ich habe halt lange Lego Star Wars gebaut, bis ich halt jetzt erst wieder vor ein paar Jahren so tief in diese Materie reingeritten bin. Bleiben wir mal in dem Terminus.
So, wir bauen das hier wieder zusammen. Ich werde euch gleich jetzt nochmal ein Pferd daneben stellen und auch grandios dieser Ritter, wir lassen es mal draußen, ganz schön, dass wir hier drunter, da hätte Lego ja auch eigentlich sparen können, auch so ein Torso haben. Also wir können diese Ritterrüstung auch abnehmen und haben diesen Torso. Hätte Lego ja auch einfach nur einen normalen blauen nehmen können. Finde ich ganz gut, dass sie es wirklich so gemacht haben mit diesem Torso, dieser Ritterrüstung, die wir ja dann kennen bei den Piraten oder bei den späteren Ritterserien kam das ja. Und ganz schön so ein Schild, das aussieht wie die alten Ritterschilde, auch aus der 80er, 85er Serie. Da gab es ja auch diese runden Schilder. Sind heute auch sehr, sehr schwer oder teuer zu bekommen bei Bricklink. So, hier haben wir aber den Wendekopf, ganz schön, auch so einen kleinen Zwirbelbart, richtig nice. Und diesen alten Ritterkopf in so einer Art Metallic. Generell ist die Rüstung in Metallic, gefällt mir. Ja, so, jetzt packen wir ihn zur Seite und ich wollte euch jetzt nochmal als Hommage einen anderen Ritter daneben packen. So, hier ein alter Ritter von den Drachenrittern und da finde ich das ganz cool. Da haben wir halt diesen Pferdemode mit starren Heck, da können wir nur den Kopf bewegen, was wir hier auch können. Und irgendwie sieht dieses Pferd natürlich logischerweise dynamischer aus. Das hier hat auch schon ein paar Jahrzehnte auf den Buckel und das ist dieser typische alte, ups, jetzt fällt er mir runter, typische alte Mold von dem Sattel, wo oft dann halt mal hier das C-Claim für das Schwert rausgebrochen ist. Also von daher auch eine tolle Weiterentwicklung, schön gemacht. Das ist wahrscheinlich schon Lego Standard, aber ich feiere es hier in diesem Set nochmal. Und hier halt so einfach nochmal gegenüberstellen. Den alten Ritter links und den neuen Ritter rechts. Gefällt mir. Gefällt mir. Also das Set ist ein schönes Set, was uns Kinder der 80er, 90er, die noch auf Ritter stehen, und die Ritter nicht nur von Game of Thrones oder Herr der Ringe kennen, einfach feiern. Deswegen brauchte ich dieses Set auch unbedingt. Ja, das waren jetzt die Figuren. Ich zeige es euch nachher, wie gesagt, nach diesem Review noch einmal mit Einzelbildern, ein bisschen Musik untermalt. Ich glaube, das gehört sich so. Das Floß haben wir schon besprochen. Mit Technikpins gemacht, richtig nice und wir haben hier drin auch noch Platz, wo wir was verstauen können. Generell haben wir viele Schwerter noch über, viele Steinchen noch über. Ihr könnt das ganze Gebäude noch mit viel mehr Sachen verzieren, habe ich auch gemacht. Ja, schauen wir es uns nochmal von vorne an, denn hier gibt es zwei Kleinigkeiten, die ich euch noch nicht gesagt habe. Wir haben nämlich zum Beispiel hier vorne dieses Schild, dieses Schild für Pfeil und Bogen, was wir auch in einem der Forestman Sets haben. Das finde ich ganz gut, auch so ein Easter Egg. Und was mir ganz gut gefällt, wir haben hier unten noch, ich weiß nicht, ob ihr das seht, so einen kleinen Frosch stehen, so einen kleinen grünen Frosch, versteckt hier in der Ecke. Ganz, ganz niedlich. Könnt ihr quasi auch ja, Froschkönig spielen. Also für Märchen ist das hier wirklich auch was. Generell, das passt einfach ganz gut. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass wir hier den Vogel von Twitter haben. Wir haben hier den Twitter-Bird, der da auch schön zuguckt. Nee, ich glaube, den Vogel haben wir sogar auch bei der Police Station, bei der Polizeistation haben wir den auch. Generell, diese ganze Flora und Fauna ist hier wunderbar, weil wir überall, auch hier sieht man es, diese 1x4 Round Tile bedruckt. Ups, da ist mir jetzt ein Ast abgegangen. Aber das lassen wir mal so, da könnt ihr nämlich schön auch den Baumstumpf sehen, die Baummaserung, das gefällt mir. Generell die Bautechniken ist hier mit so einer C-Claim an so einer Stange und dann so ein Limp-Element drauf gemacht und so machen wir dann oft hier so quasi die Ästelungen, Verästelungen vom Baum und dann wird das hier so reingeklapst. Ich mache es mal ganz kurz für euch live nach. Aber ihr habt es ja im Speedbild gesehen und schon haben wir hier so ein bisschen Bewuchs. Es war für mich ein kleines bisschen ein Schmerz, diese 4,5 Stunden in 3 Minuten oder fast 4 Minuten runter zu kürzen. Vielleicht lade ich den ganzen Bild nochmal mit Musik hoch, denn es hat wirklich Spaß gemacht und ihr bekommt es gar nicht zu sehen so richtig innerhalb dieser fast 4 Minuten. Ich drehe es mal ein bisschen, weil ich euch was zeigen möchte, nämlich einfach hier den Krebs, den habe ich mich auch noch vergessen. Das ist ja auch nochmal, wenn wir über Flora und Fauna sprechen, diesen Krebs. Oder ganz cool, jetzt drehe ich es noch einmal, diese kleinen Pilzchen. Ich hasse Pilze, aber ich finde sie ganz süß, hier diese Fliegenpilze. Und natürlich hier unten auch die ganzen Ranken. Das gehört sicher dazu, wenn man hier so ein bisschen Wassereingang hat, dann gehört das verdorrtes, böses, dorniges Gestrüpp dazu. Und hier diese schöne Efeu-mäßige, was so ein bisschen blüht, wobei ich gar nicht weiß, ob Efeu blühen kann. Ich habe da nicht den grünen Daumen. Die Eule habe ich euch noch vergessen zu zeigen. So, da ist die Eule noch.
Es wird ein längeres Review, einfach weil ich das Set auch einfach feiere. Da ist die Eule. Schön auch, dass wir hier quasi Herbst haben und hier hinten irgendwie alles am Blühen ist. Das gefällt mir. Oder es ist Frühling und es fängt gerade alles so an, aus dem Winterschlaf zu kommen. Das gefällt mir. Ja, einziger Kritikpunkt vielleicht noch ist dieser Sticker Anno 1516, weil da war das Mittelalter eigentlich so gut wie durch. Was das zu bedeuten hat, das weiß ich nicht. Vielleicht weiß es einer von euch, hat vielleicht was mit dem Designer zu tun. Würde mich echt mal interessieren. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ganz toll finde ich auch die Bautechnik der Zinnen mit diesen Brick Modified und diesen Slopes dran. Das ist auch ganz toll. Und hier oben natürlich ein paar Speere, ein paar Waffen. Haben wir immer irgendwo überall. Das gefällt mir ganz gut. Ich werde jetzt mal kurz diese Gebäude links und rechts abtrennen. Die sind nämlich an so Balljoints dran. Dann kann ich euch nämlich mehr dazu zeigen. So, und das geht auch ganz leicht. Man zieht einfach hier oben, so zack, geht's weg. Und zieht hier unten, zack, geht's weg. Und keine Angst, wir besprechen die noch, aber wir besprechen jetzt erstmal hier dieses Gebäude. Ganz, ganz toll fand ich am Anfang diese Treppen zu bauen. Denn wir bauen sie halt quer, not on top und so weiter. Richtig cool. Wir bauen sie halt mit abgerundeten 1x1ern, mit 1x3ern. Also richtig toll die Treppe. Sie kommt am Anfang etwas wackelig daher, aber es wird dann nicht ziemlich schnell klar, was man hier baut. Und so hat man halt wirklich schön diesen Mittelalter-Charakter, dieses schon benutzt, abgeplatzte Steine und so weiter. Dann können wir halt hier schön das Gitter hochziehen. Das mache ich wieder. War auch schön zu bauen. So, ich mache es nur ganz kurz hoch. So, dann können wir es hier wieder arretieren. Also ein richtig tolles Gebäude. So, das ist der Eingang. Wirklich schön verschnörkelt hier. Tolle, tolle Bautechniken. Aber schaut mal, von der Seite, hier seht ihr eine schwarze Klappe. Das ist hier, denkt euch, da ist der eine Außenposten und geht die Treppe hoch und hier ist nämlich der Kamin und da können wir nämlich hochklappen und schon können wir in den Hauptsaal flüchten, beziehungsweise umgekehrt aus dem Hauptsaal in diesen Außenposten Treppe runter und schon sind wir da. Ja, das ist die Geschichte. So, und hier unten haben wir auch nochmal so ein kleines Gitterchen, denn wir können ja auch hier von der Ecke so rein, zeige ich euch gleich nochmal. Man kann hier oben das Dach abnehmen, kommt man auch besser rein. Dann seht ihr nochmal den Mechanismus hier mit der Falltür. Schön gebaut, eigentlich ganz simpel an dieser Kette. Da gehe ich an die Seite. Wir haben hier ganz, ganz toll, das gefällt mir richtig gut, diese blaue Tür, die mit ganz normalen Teils gemacht ist, aber trotzdem so eine Bretteroptik dadurch bekommt. Das gefällt mir richtig gut. Können wir nach innen aufklappen und können dann halt auf diesen Balkon gehen. So, klappe aber erstmal zu, es soll ja nicht ziehen, wobei es jetzt sowieso zieht, denn ich zeige euch das Gebäude jetzt mal von innen. Richtig cool, sehen wir halt hier die Kerzen, wir sehen die Treppen, den Aufgang, wir haben halt diese schönen Terrakotta-Fliesen, wir haben den Kamin und wir haben sogar einen Schürhaken an der Seite hängen in einem C-Claim oder in einer C-Claim. Das gefällt mir richtig gut und wir haben auch eine Kiste verstaut hier mit allen möglichen Utensilien und natürlich ganz cool ist auch diese, wie nennt man das, dieser Tisch hier oben mit den beiden Kerzen, so Kartentisch oder Besprechungstisch. Ich muss da immer an diesen Tisch von Game of Thrones denken, wo sie halt ganz Westeros drauf haben. Irgendwie so, es kommt sogar fast ein bisschen sakral daher. Ja. Und unten haben wir halt dann diesen Falltürenmechanismus, ziehen wir hier raus und dann boing, fällt der Angreifer gleich runter ins Wasser. Wenn ihr ein Krokodil habt oder so, wobei das passt nicht ganz, aber wenn ihr so Tiere habt, einfach hin damit. Fantasie ist da ja einfach, gibt es keine Grenzen. Und ganz schön halt auch, dass man hier Noppen hat, das finde ich gehört dazu. Wie gesagt, hier die Klappe, dann haben wir hier diese schöne Außenwand mit dem blühenden Efeu, wie wir jetzt gerade gelernt haben. Und dann hier noch einmal von der Seite diese schöne Treppe, ein bisschen eng gemacht und das finde ich ganz gut, denn so Mittelaltergemäuer sind ja immer etwas enger, das gefällt mir und merkt euch das, wir können nämlich über diese Treppe dann in den einen Anbau rein flutschen. So, und von vorne noch mal einmal ganz kurz diese schöne blauen Überbaue, dieses Dachthematik oder diese Dachthematik, die wir gleich ja an dem einen Außenposten auch wiedersehen. So, packen wir an die Seite. Schönes Gebäude, wir machen es so. Und machen wir mal gleich weiter, weil ich habe gesagt, blaues Dach. Das ist halt der Teil, der rechts an dem Gebäude ist. Hier sehen wir dieses blaue Dach mit diesen mittlerweile ja Schildteilen. Früher bei Nexonize, glaube ich, fing das an, ich bin mir nicht ganz sicher. Richtig cool, haben wir ja auch bei der Schmiede, gefällt mir. Wir haben hier ein Seil zum Hochklettern, ich denke mal, oder eine Ranke, ich denke mal, das gehört einfach dazu. Wenn wir über Forestman reden und dann an Robin Hood denken, dann gehört so eine Liane oder so ein Stock zum Hochklettern einfach dazu.
So, jetzt drehen wir es aber um. Also generell erstmal schön gemacht hat, wie gesagt, dieser Übergang vom Gebäude in Baum, das ist einfach klasse. Ich glaube, als Kind wollte jeder sowas irgendwie als Baumhaus haben. Ich bin auch großer Robin Hood-Fan. Ich habe irgendwie jeden Robin Hood-Film, egal welcher, ob es Helden in Strumpfhosen ist oder der mit Kevin Costner oder den von dem Typen, der Gladiator gespielt hat, alle mir reingezogen. Selbst Captain Kirk, beziehungsweise Quatsch, Captain Picard hat ja einen, glaube ich, Robin Hood-Film gemacht, beziehungsweise hat da mitgemacht. So, dann aber auch hier ganz schön, dieses runde, einfach toll, dieses asymmetrische, dieses Steine, dass man halt nicht alles eckig hat, sondern auch ein bisschen rund und so mit gebrauchten Steinen, behauenen Steinen darstellt, hat der Designer richtig cool gemacht. So, dann hier von innen ein paar Kistchen, ein paar Eimerchen und eine Schatztruhe. Und in der Schatztruhe ist auch noch was drin, nämlich Kelche. Das war bei dem Outpost auch so von dem Forest Man. Das ist richtig cool. Also hier wirklich viel Liebe ins Detail, um halt hier eine Hommage an die Forest Man zu richten. Und wirklich gut gelungen, gut gelungen. Hätte ich nicht besser machen können. Hahaha, kleiner Spaß. Ich möchte mir das nicht anmaßen. Also richtig cool. Und hier haben wir sogar ein Forest Man Bild. Ich habe leider den Sticker nicht so gut drauf bekommen. Ich versuche die Sticker ja immer mit der Unterseite vom Teilchentrenner drauf zu kleben, dann geht es etwas besser. So, das geht jetzt an die Seite. Und jetzt kommen wir hier zum, im Original heißt es Camouflaged Outpost. Da haben wir nämlich auch so eine Klappe, die wir nach oben aufmachen können. Und theoretisch im Original noch so an der Seite so ein Stein, haben wir aber hier angedeutet mit diesem Limp-Element. Richtig cool. Also wir machen hier die Klappe auf. Denkt euch dran, wir können halt hier durch dann hochgehen Richtung Kamin. Was ich ganz cool finde, ist, dass wir hier unten halt ein Bett haben. Wir haben eine Kiste oder eine Tonne mit einem Becher oben drauf und wir haben hier noch so eine schöne Fackel und wir haben ja einen Kamin quasi mit Topf. Also hier ist ja der Kamin versteckt im Baum und sogar ein Topf da unten auf dem Feuer, wo wir uns heiße Milch mit Honig machen. All das, was man braucht als so ein Forest Man. Wenn man den Bösen genommen hat und den Guten gibt, dann darf man sich auch mal eine heiße Milch mit Honig gönnen. Nee, richtig cool, richtig schön. Auch hier wieder dieses Braun-Grau, Dark Tan, all das, was so ein bisschen so ein Secret Hole oder Secret Höhle oder Versteck im Wald ausmacht. Also richtig toll. Und hier nochmal mein Highlight, diese kleinen Pilzchen. So, jetzt bauen wir es wieder zusammen. Ich glaube, ich habe euch fast alles gezeigt, was geht. Jetzt klipsen wir es noch einmal ganz kurz zusammen. Wie gesagt, hier denkt euch, Klappe auf, rein, Leiter hoch in den Kamin. Dann hier die Balljoints zusammendrücken. Bum, bum. Ich weiß gar nicht, ob es genau so heißt, aber ich nenne es einfach so. So, dann das gleiche wieder hier. Denkt euch halt hier die Treppe zu diesem kleinen Anbau, diesen Erker. Dupp, dupp. Und dann müssen wir hier oben noch natürlich die Tür wieder einfädeln. Das geht aber ganz einfach. Das geht leichter, als nur manche andere Dinge einzufädeln. Einfach hier drauf und fertig. Den Rest macht dann die Schwerkraft. So, sagte er und bekam es nicht hin. Doch, so, zack. Also, ein richtig, richtig tolles Set. Ich wiederhole mich da einfach nur ganz gerne. Und ich weiß gar nicht, hier vorne habe ich noch nicht, glaube ich, gesagt, haben wir natürlich auch die Prints auf den Schildern, diesen Hirsch, dieses typische Forest Man Schild. Ja, ich glaube, damit belassen wir es. Ich denke, ihr merkt, ich habe hier Spaß. Ich finde, dieses Set ist auf jeden Fall seine 150 € wert. Und ich glaube, dass das Set so schnell ausverkauft war, trotz Bug, zeigt, was für ein tolles Set das ist, was für eine tolle Arbeit der Designer hier geleistet hat. So, bleibt noch ein bisschen dran. Es gibt jetzt noch ein paar Einzelfotos und dann sehen wir uns gleich beim abschließenden Fazit wieder, wenn wir uns in die Augen schauen, meine lieben Freunde.
Ja, Freunde des Waldes, da ist das Review leider schon zu Ende, dieses Video. Es hat mir richtig Spaß gemacht und ich war richtig süchtig beim Bauen. Ich habe wirklich 5 Stunden am Stück oder 4,5 Stunden, also eine halbe Stunde war bestimmt Schwund, weil ich mal mich in der Nase gekratzt habe oder sowas, durchgebaut, war richtig süchtig, es ging so toll. Die Anleitung runterladen, per PDF zu bauen, das mache ich nicht so oft, ist aber überhaupt kein Problem. Vor allem das Schöne ist, man kann zoomen, wenn man mal was nicht versteht, aber die Anleitung ist typisch Lego, kinderleicht, hat der Designer richtig gut umgesetzt. Das Einzige, was mir jetzt vielleicht noch fehlen würde im Nachhinein, ist so ein schöner Geist, denn das gehörte irgendwie bei den alten Rittersets dazu, als es die Geister gab. Das fand ich ganz lustig, hätte man vielleicht noch einbauen können, aber passt ja auch thematisch überhaupt gar nicht zum Forestman. Also da ist nur wieder ein bisschen meine Nostalgie mit mir durchgegangen. Ihr seht, ich habe hier ein paar meiner Rittersets aufgebaut, auch hinter mir in dem Regal. Es war schön, alleine für dieses Review, für diese kleine Geschichte hier hinten, die eigentlich ja nur Kosmetik ist, diese alten Sets nochmal aufzubauen. Es hat richtig Spaß gemacht, thematisch zu dieser Burg. Also ich bin wirklich hin und weg. Schreibt mir bitte mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Habt ihr euch die Burg auch gekauft oder habt ihr sie euch nur als Wertanlage gekauft? Ich habe gesehen, man bekommt sie mittlerweile bei eBay und eBay Kleinanzeigen schon für das Zweifache oder Dreifache. Kann jeder machen, wie er will. Also ich bin hier wirklich hin und weg und ihr merkt, ich bin sogar schon ein bisschen heiser vom vielen Reden. Ist ein sehr langes Review, aber dieses Set hat es verdient. Wenn ihr wollt, dass ich den kompletten Bild mal hochlade, ungelistet, schreibt mir es bitte in die Kommentare, dann würde ich das einfach später hier irgendwie im Community-Tab oder unter dem Video einfach nochmal verlinken. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem Review gehabt. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen da und abonniert meinen Kanal. Es macht einfach Spaß, mit euch zu kommunizieren über Discord, Instagram, wie auch immer. Folgt mir, es wäre cool. Ich mag eure Meinung, ich mag euren Feedback, denn nur so kann man zusammen gemeinsam wachsen. In diesem Sinne, Freunde, halten wir es wie die Forestmen, nehmen wir es den Reichen und Bösen und geben es den Armen. Bleibt gesund, auf Wiederbauen und schöne Feiertage. Euer Freund, der Blockstar.